Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein MSI Stealth und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir mal sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite, und zwar hier. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase, während man das Touchpad einzeln tauschen kann. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man erstmal alle Schrauben rausnehmen. Und ich blende euch die auch im Bild ein. Das sind hier nämlich echt einige. Auch hier unter dem Factory Seal. Und ja, zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Das ist super praktisch. Das sind nämlich alle Aufsätze, die man so gebrauchen kann, direkt mit dabei. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier für die Kreuzschrauben ein PH0. So, dann zeige ich euch mal, wo die Gehäuseunterseite eigentlich mit dem Gerät verbunden ist. Denn da muss man dann letztendlich rein, um es aufzuhebeln. Und das läuft einmal hier um das Gerät herum. Und nur auf der Rückseite oder Hinterseite muss man ein bisschen aufpassen, weil man könnte denken, es läuft hier lang, tut es aber nicht. In Wirklichkeit läuft das dann hier entlang. Und allgemein würde ich sagen, sollte man hier einfach ein kleines bisschen aufpassen. Das ist alles aus Alu, dass man da nichts verbiegt. Man kann da jetzt nichts wirklich kaputt machen. Aber ich würde einfach schauen, dass man erst wirklich ringsherum alles aufhebelt und dann die Unterseite abnimmt. Zum Öffnen nehme ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann würde ich sagen, am besten nicht hier auf der Seite anfangen, wo die ganzen Anschlüsse sind, eher vorne oder auf der Rückseite. Ich fange jetzt hier mal auf der Rückseite an. Und dann probiere ich hier zwischen Gehäuse und Unterseite zu kommen, das so ein bisschen nach oben zu hebeln. Und hier sieht man schon, was ich meine. Das verbiegt sich direkt. Da also wirklich aufpassen, nicht zu arg nach oben hebeln, wirklich erstmal versuchen, hier alles zu lösen. Das Knacken ist dabei völlig normal. Das ist einfach, wenn die Einraststellen sich lösen, da muss man also keine Angst haben. Und dann, genau, in dem Fall kommt das jetzt schon ganz gut entgegen. Ich mache das jetzt trotzdem recht vorsichtig weiter und versuche das auch hier vorne erst noch aufzuhebeln. Und da macht man einfach mit der gleichen Technik weiter und arbeitet sich da einmal um das Gerät herum. Und irgendwann, so wie hier, kommt einem die Unterseite dann auch schon entgegen. Und man sieht, das ist jetzt nicht wirklich so schwer. Man kann aber auch direkt sehen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, dass es sich hier schon ganz leicht nach oben gebogen hat. Mache ich ganz vorsichtig wieder ein bisschen gerade. Und ja, schon hat man das offen. Bevor wir jetzt irgendetwas weiteres hier machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und man kann hier den Stecker sehen und den kann man in dem Fall einfach nach hinten rausziehen. Wobei ich jetzt in dem Fall erstmal den Akku ausbaue,
dass man da einfach ein bisschen mehr Spiel hat. Man kommt hier gar nicht richtig dran. Das heißt, wir nehmen den Akku raus. Der wird von diesen Schrauben hier gehalten. Und dann kann man den Akku nach oben hin aus dem Gehäuse nehmen und kommt jetzt so auch super gut an den Stecker dran. Und den kann man jetzt hier am Kabelbund greifen und einfach nach hinten hin rausziehen. Und schon hat man 2 Fliegen mit einer Klappe. So, was kann man noch sehen? Bei dem Gerät jetzt tatsächlich nicht besonders viel. Wir sehen die SSD, die hier drüben ist, und es gibt auch noch 2 weitere Slots für SSDs. Wir sehen hier den Lüfter und ansonsten ist hier einfach eine große Abdeckung drüber. Beim RAM sieht es hier so aus, dass der unter dem Mainboard sitzt, genauso wie die Lüfter. Also auch hier die Lüfter kann man nicht separat tauschen. Das ist wirklich ein komplett großes Teil inklusive Heatsink und das läuft unter dem Mainboard entlang. Da muss man das komplette Mainboard aufschrauben. Und beim RAM ist es eben so, der ist einmal aufgelötet. Es gibt aber auch 2 Slots, aber auch die sitzen unter dem Mainboard quasi. Das heißt, auch hier muss man das komplett abschrauben und nach oben hin wegnehmen, um an den RAM zu kommen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt noch das Touchpad, das man wie gesagt auch einzeln lösen kann. Dafür muss man 3 Schrauben lösen, und zwar die hier drüben, die ist auch hier jetzt unter einer Abdeckung versteckt. Genau hier, und die einzelne hier vorne. Und man muss noch das Kabel trennen, das das Touchpad mit dem Mainboard verbindet. Und das ist jetzt in dem Fall mit einem Kippschalter verbunden. Das kleine Klebeband hier weg. Das heißt, hier nicht einfach dran ziehen, den muss man erst so nach oben klappen. Und zwar von der Seite hier. Klappt man das auf. Und dann kann man das Kabel hier rausnehmen. Und da ist einfach nur, also ich sag mal, beim Wiederverbinden einfach nur darauf achten, dass das wirklich richtig drin steckt. Dafür sind auch diese Linien hier gedacht. Schauen, dass der Stecker offen ist. Und dann friemelt man das wieder hier rein. Das kann manchmal ein bisschen fummelig sein. Genau, bis ganz zum Anschlag. Dann den Stecker wieder zuklappen. Ja, und dann ist das eigentlich auch relativ schnell ausgetauscht. Die SSD oder SSDs, die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Kann man super einfach tauschen. Die werden nämlich jeweils immer nur von einer Schraube hier gehalten. Und sobald man die draußen hat, kann man die SSD so ein bisschen nach oben hebeln und dann aus dem Slot ziehen. Und das geht manchmal eben etwas schwerer. Das liegt aber einfach nur, weil hier hinten noch so ein kleiner Kühlstreifen drauf ist. Der klebt, also keine Angst. Und ja, der Einbau funktioniert dann genauso, egal in welchem Slot. Das kommt einfach wieder zurück, bis ganz rein. Muss man wirklich schauen, dass die ganz richtig bis hinten drin sitzt. Dann einfach wieder ein bisschen nach unten drücken und verschrauben. So, ich wollte euch jetzt auch noch mal schnell das Mainboard zeigen ohne die Hülle. Man kann hier zum Beispiel auch noch das WLAN-Modul sehen. Und ja, ansonsten eben wie gesagt, muss man für fast alles das komplette Mainboard rausschrauben und kommt so eben an RAM und auch an die Heatsinks, die eben von unten vom Lüfter kommen. Nur so kommt man dann daran und kann die austauschen. Gut, den Akku wieder einzubauen ist super einfach hier. Der hat zusätzlich zu der Schraubenöffnung hier auch noch so eine kleine Führungsöffnung. Da kann man den wieder reinlegen auf beiden Seiten. Und dann hält er auch direkt. Und ja, in dem Fall mache ich das jetzt aber wie beim Ausbau. Ich mache erst das Akkukabel wieder rein. Bis ganz nach hinten reinstecken, dass der wirklich danach auch wieder läuft und funktioniert. Sonst hat man das umsonst aufgemacht. Genau. Dann legt man den Akku wieder auf die Gewinde. Im Kabel aufpassen, dass das nicht irgendwie hier verknickt. Das legen wir hier vorne lang.
Ja, und dann muss man den nur noch wieder zuschrauben und er hat das dann auch sehr schnell getauscht. Gut, die Unterseite legt man jetzt einfach wieder direkt von oben auf das Gerät drauf und drückt die nach unten hin fest. Und da gibt es relativ viele Einraststellen, also auch in der Mitte. Und da kann man das wirklich einfach kräftig nach unten drücken. Ich gehe am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass hier keine Lücken mehr zu sehen sind. Und dann ja, muss man das nur noch alles wieder verschrauben und hat das. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.